Hallo zusammen! Heute in meinem Video zeige ich, wie man so eine Kosmetiktasche oder auch Mäppchen für die Schule oder für alle anderen Sachen häkelt. Die Tasche hat genug Platz. Man kann auch Innenfutter reinnähen. Ich habe es einfach mit festen Maschen gehäkelt und mehrere Farben benutzt. Klar kann man mit beliebigen Muster auch häkeln. Im Video erzähle ich, wie muss man das ausrechnen, wie viele Maschen am Anfang, und können Sie beliebige Größe häkeln. Klar, je größer dieser Kreis ist, desto größer auch Tasche wird dann am Ende sein. Abmessungen für diese Tasche sind 20 cm in die Breite, hier ist 12 cm und Umfang, wenn man so misst, ist 40 cm. Materialien, die ich benutzt habe: Cotton in verschiedenen Farben, Reißverschluss ist 20 cm, Häkelnadel Nummer 5, eine Wollnadel zum Nähen, Maschenmarkierer, Nadel mit Faden für Reißverschluss nähen und Maßband. Häkelnadel Nummer 5. Als erst Amigurumi-Ring, in diesen Ring 6 Maschen. Zählen Sie nach, hier oben sind 5 Maschen oder 6 V. Die 6. Masche hier ist offen, die verbinden wir. Ziehen Sie an diese Ende, der Kreis schließt sich. Jetzt nehme ich Häkelnadel Nummer 4, die 2 Faden, offene Masche durchziehen auf die andere Seite und direkt bei der ersten V in die Mitte. Hier kommt man zwischen 2 Faden raus, das drauflegen und erste Masche von der nächsten Reihe abhäkeln. Der Reihe Nummer 2 wird jede Masche verdoppelt. Am Ende von dieser Reihe wird 12 Maschen sein. Noch einmal in die gleiche Stelle. Und weiter in jede V und passen Sie auf, dass der hinten zwischen 2 Faden rauskommt. Ein bisschen locker häkeln. Bis zu Ende. Verbindung wird immer gleich sein, außer wenn man wechselt die Farbe. Also die nächste Reihe häkel ich noch weiß. Unter die 2 Faden offene Masche durchziehen. Bei der ersten V zwischen 2 Faden rein, hier zwischen 2 raus, drauflegen, abhäkeln. In der Reihe Nummer 3 wird zwischen zusammen eine feste Masche gehäkelt. Ich nehme jetzt Häkelnadel Nummer 5 wieder, mache ich zusammen direkt bei der ersten Masche, dann einzelne, dann wieder zusammen. Am Ende von dieser Reihe wird 18 feste Maschen sein. Jetzt wechsle ich Farbe und nächste 2 Reihen mit hellblau, Garn abgeschnitten, ein Stück rausziehen, bei die gleichen 2 Faden, ein Stück durchziehen und wieder zurückbringen, wo es rauskommt. Hier unter diese 2. So. Man kann das alles vernähen oder ich mache mir einfach, ich ziehe das bisschen so runter und verknote hier. Reihe Nummer 4. Zwischen zusammen sind 2 einzelne Maschen.
Ich fange einfach hier an, bei der einzelnen, und direkt häkle ich 2 Maschen in einer Stelle. Diese Ende lasse ich so hier, später werde ich auch den verknoten. Also Zunahme, dann 2 einzelne, dann die nächste Zunahme bis zu Ende von dieser Reihe. Und ich kann einen Trick erzählen, wie man die richtige Maschenanzahl überprüfen kann, indem man Nummer von der Reihe mal 6 macht. Zum Beispiel jetzt häkle ich Reihe Nummer 4. 4 mal 6 ist 24 Maschen. Wenn ich irgendwann bei der Reihe Nummer 10 werde, dann mache ich 10 mal 6, es wird 60 Maschen sein. Ab und zu überprüfen Sie, ob das so alles in Ordnung, ob alles richtig ist. Gegebenenfalls, wenn zu wenig Zunahmen gemacht, dann machen Sie einfach eine irgendwo hin noch dazu. Oder wenn zu viel, dann eben eine weniger. Bei diesem Muster wird es nicht man so merken, wenn Sie 1 oder 2 Zunahmen vergessen. In der Reihe Nummer 5 zwischen Zunahmen sind 3 einzelne Maschen und die werde ich bei der hier einzelne vornehmen, jetzt erste Zunahme. 2 einzelne häkle ich und dann Zunahme. Maschen muss man verschieben, damit es wirklich ein richtiger Kreis entsteht und keine Sechseck. Wenn man häkelt Zunahme direkt übereinander, dann wird das am Ende eckig ausfallen. Also Zunahme gemacht, jetzt 3 einzelne Maschen, dann die nächste Zunahme. Bei der nächsten Reihe Nummer 6 wechsle ich wieder Farbe, deswegen Garn abgeschnitten und verbinden. Und verknoten. Bei der Reihe Nummer 6 zwischen Zunahmen sind 4 einzelne Maschen. Ich fange hier bei die doppelte. Erstmal 2 einzelne häkle ich. Dann mache ich die nächste Zunahme. Vier einzelne Zunahme, 4 einzelne Zunahme. Bei der Reihe Nummer 7 zwischen Zunahmen sind 5 einzelne Maschen. Und ich fange hier direkt bei der ersten mit Zunahme, noch eine an dieser Stelle, dann 5 einzeln, dann die nächste Zunahme. Reihe Nummer 8 ist die letzte Reihe bei mir. Ich fange irgendwo hier in die Mitte wieder an. Häkle ich direkt Zunahme, 2 Stück an einer Stelle. In dieser Reihe zwischen Zunahmen sind 6 Maschen. Also Zunahme, dann 6 einzeln, dann die nächste Zunahme. Meine Kreise sind fertig. Umfang habe ich gemessen 38 cm. Falls ihr größere Kreis braucht, könnt ihr weiter häkeln. Nach dem gleichen Prinzip, immer eine Masche zwischen Zunahme mehr mit jeder Reihe und verschieben die Zunahmen, also mal hinter, mal nach vorne, damit das nicht gegenüber immer stehen. Um die richtige Maschenanzahl für die Luftmaschenkette auszurechnen, häkle ich ein kleines Beispiel und jetzt kann ich messen, wie viele Maschen in 10 cm sind. In meinem Beispiel sind 12 Maschen. Ich brauche eine Luftmaschenkette 19 cm.
Also dann nehme ich diese 12 in 10 cm plus noch 9 cm, das sind 11. Also ich brauche insgesamt 23 Luftmaschen plus eine Masche zur Steigerung, also 24 Maschen. Ihr könnt auch euren Reißverschluss so messen, wie viel ihr braucht. Und dann die Höhe. Und die Höhe beträgt Umfang von diesem Kreis. Messen Sie Umfang. Also in meinem Beispiel ist es 38 cm. Also ich brauche mindestens 38 cm. Also ein Viereck 23 Maschen. Es sind 19 cm und in die Länge es ist 38 cm. Ich brauche eine Luftmaschenkette mit 23 Maschen plus eine zur Steigerung direkt in die zweite Reihe, also 24 Mal. Kurz nachmessen, es wird noch ein bisschen sich zusammenziehen, aber ich glaube es passt. Und zurück häkle ich 23 Festmaschen. Und zwar drehen Sie rum hier unter diesen einen Faden. Am Ende von jeder Reihe eine Luftmasche zur Steigerung umdrehen. Und zurück wieder 23 feste Maschen. Am Ende von dieser Reihe zeige ich noch, wie muss man Farbe wechseln. Bei der letzten Masche einmal Garn rausziehen und abhäkeln, schon mit anderer Farbe und Luftmasche. Alles ein bisschen nachziehen. So. Und häkelt man dann wieder zurück, hin und her. Immer dasselbe, einfachste feste Maschen in die Höhe häkeln und messen Sie ab und zu die Höhe oder nehmen Sie das und direkt hier anlegen, schauen, wie viel noch fehlt oder schon vielleicht zu viel. Am besten immer direkt reagieren. So. Umdrehen und weiter. Ich habe insgesamt 38 cm gehäkelt. Es sind 54 Reihen. Hier ist die letzte Masche. Einfach einen Knoten bilden. Von dieser Seite waren ganz viel Endstücken hier bei jeder Reihe praktisch waren. Ich habe die einfach durch die Masche geschoben nach unten und vernäht. Hier ist noch nicht vernäht, 2 Stück. Und man kann einfach die nebenliegende Knoten machen. Verknoten besser zweimal und dann auch abschneiden. Können Sie entscheiden. Also ich mag am liebsten schön und alle Enden hier versteckt und das nähe ich noch auch. Als nächster Schritt kann man die Seiten mit Kettmaschen umhäkeln, damit es auch so eine schöne Zopf hier bleibt. Oder wer mag, kann auch direkt hier verbinden und mit Festmaschen zusammen häkeln. Wenn ihr mit Kettmaschen erstmal hier häkeln, dann kann man das mit Wollnadel verbinden. Dann sieht das auch so schön mit 2 Zöpfen hier. Ich mache mir leichter, ich häkel einfach diese 2 Teile zusammen mit festen Maschen um. Bevor wir Seiten verbinden, muss man zuerst Reißverschluss annähen. Mit Nähnadel. Erstmal eine Seite hier, dann die andere Seite. So wird dann aussehen.
So sieht das fertig aus. Von innen. Jetzt brauchen wir Maschenmarkierer. Ich nehme auch Häkelnadel Nummer 4, damit man in diese Stellen besser reinkommt. Und verbinde mir das mit Festmaschen. Ich habe alle Teile mit Maschenmarkierer fixiert. Hier bei der Reißverschluss eine Masche frei und auch hier. Einfach zur Hälfte legen, dann suchen Sie Mitte hier, zur Hälfte legen hier Mitte und ungefähr so regelmäßig fixieren. Wie gesagt, kann man mit Wollnadel nähen, ist am einfachsten vielleicht. Ich häkele mit Häkelnadel Nummer 4, einfachste feste Maschen. Man kann von hier anfangen, dann wird Zopf hier oben sein, oder man kann von innen anfangen, hier, dann wird von dieser Seite sein. Also können Sie ausprobieren, welche Variante passt. So, ich gehe einfach hier bei der ersten Masche rein. Ich habe extra Häkelnadel Nummer 4 genommen, damit man ganz gut da in diese enge Stelle reinkommt. So, erste feste Masche, direkt verbinden, klar, hier. Dann die nächste. In jeder Reihe hier gehört eine Masche. Also bei mir farbige Reihe 2 Reihen. Also jede Farbe habe ich 2 Reihen. Also das heißt 2 Maschen hier. Aber passen Sie auf, hier Maschenanzahl passt nicht überall mit dem Reihenanzahl. Deswegen kann sein, dass in irgendwelche Masche hier muss man 2 Mal reinstecken. So, ich gehe noch weiter. Und so weiter. Verbinden einfach locker, nicht ziehen. Dann wird das so aussehen von der Seite. Ich habe beide Seiten jetzt fertig gehäkelt, so sieht das aus. Die Endstücke von hier reinziehen, verknoten zusammen und auch verstecken. Und das war's, mein Mäppchen ist fertig. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Schreiben Sie mir einen Kommentar, abonnieren Sie meinen Kanal und über eure Likes werde ich mich besonders freuen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!